Der Staufische Wehrturm und östliche Bergfried der Kaiserpfalz hat ein mächtiges Buckelquaderwerk, das aus verschiedenen Baumaterialien, Sandstein, Tuffstein und Kalksteinaufbau, besteht. Es wird angenommen, dass der Rote Turm für den Fall eines Angriffs als Notunterkunft oder letzte Zufluchtsstätte für den König oder Kaiser vorgesehen war, wofür die Innenausstattung des Turms mit Kamin, Wandnischen, Schlüssellochscharten und einer Abordanlage spricht. Bad Wimpfen ist eine Kurstadt am Neckar im Landkreis Heilbronn in der Region Kraichgau. Sie gehört zur Region Heilbronn-Franken und zur europäischen Metropolregion Stuttgart. Die Stadt war einst mittelalterliche Stauferpfalz und später bis 1803 Reichsstadt. Als Exklave des ehemaligen Volksstaates Hessen ist die Stadt seit der Nachkriegszeit verwaltungsrechtlich Teil des Landes Baden-Württemberg. Erste Siedlungsspuren auf der Gemarkung der heutigen Stadt Bad Wimpfen sind für die jüngere Steinzeit und die Bronzezeit nachgewiesen. Um 450 v. Chr. Siedelten Kelten vom Stamm der Helvetier an Neckar, Kocher und Jagst im Raum Bad Wimpfen, auch die Neckarschwaben, Suebi Creti, werden von römischen Quellen nachgewiesen. Die Kelten gaben vermutlich den genannten Flüssen und der Siedlung Wimpfen ihre Namen. Wimpfen könnte eine keltische Wortschöpfung aus Uimpe, Umwald, und Bin, Berg, sein und Wall am Berg bedeuten. Vermutlich im Jahre 98 nach Christus sicherten die Römer das unter Kaiser Domitian eroberte Gebiet in Südwestdeutschland durch den Neckar-Odenwald-Limes, ein System von Kastellen, die im Abstand von 12 bis 15 Kilometern angelegt wurden. Gegenüber der Jagstmündung entstand so das Kastell Wimpfen im Tal. Wie bei den meisten Kastellen bildete sich bald eine zivile Siedlung, in der sich vor allem Händler und Handwerker ansiedelten. Nach der Verlegung der Reichsgrenze zum Limes bei Jagsthausen unter Kaiser Antoninus Pius, 138 bis 161, vermutlich im Jahr 159, verlor das Kastell seine militärische Bedeutung. Nach dem Abzug der Römer beherrschten die Alamannen ab dem Jahre 260 nach Christus das Neckarbecken. Unter ihnen verfielen allmählich die meisten römischen Bauten. Mit der Besiedlung durch die Franken um das Jahr 500 unter Chlodwig ging auch das Christentum einher, so dass die frühen christlichen Kirchen auf den Überresten römischer Kultstätten ebenfalls auf diese Zeit datieren. Im 9. Jahrhundert nach Christus gelangte Wimpfen in den Besitz der Bischöfe von Worms und wurde im Jahr 829 als Wimpina erstmals erwähnt. In dieser Zeit drangen die Ungarn in den Neckarraum vor und verwüsteten die meisten der dortigen Siedlungen.
Über mehr als 3 Jahrhunderte übten die Stiftsherren des Stifts Wimpfen die geistliche Gerichtsbarkeit im mittleren und unteren Neckarraum zwischen Kirchheim am Neckar und Heidelberg aus. Nach dem Niedergang der Staufer wurde Wimpfen um das Jahr 1300 zur Reichsstadt. Infolgedessen ließen sich zahlreiche Handwerker hier nieder, und auch das Bürgertum erlebte eine Blüte. Im 16. Jahrhundert war Wimpfen eine Hochburg der Reformation. In den Stadtarchivalien und im Kirchengeschichtlichen Museum in der Pfalzkapelle sind Namen und Schriften örtlicher Reformatoren überliefert. 1546 beauftragte der Rat der Stadt Johann Isenmann aus Schwäbisch Hall mit der Durchführung der Reformation in Wimpfen. Im Jahr 1622 unweit der Stadt traf die Truppe des kaiserlichen Generals Johann Zerkles Graf von Tilly auf das Heer des Markgrafen Georg Friedrich von Baden-Durlach. Diese Schlacht bei Wimpfen war eine der bedeutendsten und blutigsten des Dreißigjährigen Krieges. Ein Relikt jener Zeit ist die noch im Luftbild zu erkennende Altenbergschanze. Der blaue Turm ist das Wahrzeichen der Stadt. Er wurde um 1170 als westlicher Bergfried der Königspfalz errichtet und diente der ehemaligen Reichsstadt Wimpfen als Hochwachturm mit einst hochgelegenem Eingang an der Ostseite. Nach den Bränden 1674, 1848 und 1984 hat der blaue Turm sein Aussehen, vor allem im Bereich des Turmhelms, stets verändert. Der Sockel und Eingang im Erdgeschoss ist erst Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Ebenso wie der Aufsatz mit seinen Türmchen und Zinne, in dem sich die Türmerwohnung befindet. Bad Wimpfen hat heute die älteste, ununterbrochene Türmertradition Deutschlands. Heute ist der 58 Meter hohe Turm, der seinen Namen von seinem Schieferdach hat, ein Aussichtsturm mit weitreichendem Blick auf die Altstadt und ins Neckartal. Bad Wimpfen hat Kureinrichtungen sowie viele Bau- und Kunstdenkmäler aus 2 Jahrtausenden. Die historische Altstadt ist komplett denkmalgeschützt. Ein umfangreiches Sanierungsprogramm trug ab 1976 zur Aufwertung der meisten historischen Gebäude bei. Seit den 1990er Jahren geht die weitere Sanierung von Bau- und Kunstdenkmälern nur noch auf private Initiative zurück.
Die evangelische Stadtkirche wurde ab dem 13. Jahrhundert im romanischen Stil erbaut und um 1520 als spätgotische Hallenkirche vollendet. Die Kirche hat seitlich des nach Osten gerichteten Chores 2 Türme. Sie weist eine wertvolle Innenausstattung auf. Neben der Kirche befindet sich der sogenannte Kalvarienberg, eine Kreuzigungsgruppe aus dem 16. Jahrhundert, die von Hans Beck offen gestaltet wurde und als Grabmal für die Bürgermeisterfamilie Koberer diente.